Men! Men! In diesem Video zeige ich dir Shōmen-giri, den geraden Zweihandschnitt. Wenn dich das interessiert, dann ist dieses Video etwas für dich. Onegaishimasu. Mein Name ist Christian Hausegger, ich bin Shihan der Takeda Ryo Nakamura-ha. In diesem Video möchte ich dir Shōmen-giri zeigen und die 3 wichtigen Elemente, die dafür notwendig sind. Aber noch eine persönliche Bitte an dich, bevor wir starten. Gib uns bitte einen Daumen hoch, abonniere unten unseren Kanal und aktiviere die Glocke, dass du keine weiteren Videos der Sobudo Akademie versäumst. Ich danke dir vielmals. Aber nun gehen wir sofort über in Shōmen-giri, zuerst jedoch der Schwertgruß. Shōmen-giri. Men! Men! Welche einzelnen Bausteine, welche einzelnen Techniken benötigen wir nun für Shōmen-giri? Erstens das Ziehen, zweitens der Schnitt und drittens das Zurückführen des Schwertes. Diese 3 Elemente möchte ich dir kurz jetzt hier zeigen. Tate no Kitsuke, das aufrechte Ziehen. Wir ziehen jedoch nicht nach vorne wie in der Grundübung, sondern sofort über den Kopf in Chodan Kamae. Seigan. Nun siehst du gleich, da ich das Schwert heraus habe, gleich das Zurückführen des Schwertes. Wir stehen in Seigan Kamae, dann gehen wir in Gedan Kamae, Yokokei Shichiburi, aufdrehen das Schwert und nun ist das Zurückführen, das aufrechte Zurückführen und das aufrechte Eintauchen in die Saya. Gleich diese beiden Elemente in einem noch einmal. Yokokei Shichiburi, Tateuke Tatenoto, dass du auch die japanischen Wörter genau kennst. Hier ist es wichtig beim Ziehen, ich zeige das auch gerne von der Seite, dass wir ein Hikiashi, eine Bewegung nach hinten vollziehen und der vordere Fuß auf den Zehenspitzen steht. Das Gewicht geht nach hinten. Trotzdem wird die Höhe unseres Ziehens, die Höhe unseres Schwerts nicht verändert. Der Oberkörper bleibt aufrecht. Seigan. Jetzt gehen wir wieder zurück, dass wir auf beiden Beinen stehen. Gedan. Das Gewicht geht leicht nach vorne. Yokokei Shichiburi, Tateuke Tatenoto. Wir haben uns hier speziell für dieses Video entschlossen, Daichodan Bato zu machen. Das bedeutet das Ziehen nach oben. Es gibt natürlich auch andere Varianten, wie man ziehen kann. Wir hier ziehen jetzt Daichodan Bato für Shōmen-giri. Nun kommt der Schnitt. Wenn wir zurückgeglitten sind, das Schwert nach oben gerichtet haben, passen wir auf unseren Schwertgriff auf. Bitte achte bei Chodan Bato, dass du nicht den Schwertgriff genau vor den Augen hast, sondern dass du unten schön durchschauen kannst. Du bildest mit deinen Armen ein Dreieck. Auch ist wichtig zu achten, dass deine Arme nicht gestreckt sind. Bei dem Schwung, bei der Energie, die du nun bei diesem Schnitt bekommst, würdest du sonst einen Tennisarm, eine Überdehnung der Gelenke bekommen. Also achte darauf, dass die Arme immer leicht abgerundet sind. Wichtig, wie du hier siehst, wir haben das Schwert hier genau in der Handmitte. Der untere Part schließt mit 3 Fingern ab.
Und die rechte Hand kommt nicht auf der Vorderseite, sondern genau in der Mitte des Schwertes, dass die Finger, der Zeigefinger, beide Zeigefinger schön nach vorne zeigen. Genug geplaudert und sofort einmal zurück das Schwert in die Saya. Und nun zeigen wir dir Shōmen-giri aus Daicho Danbato mit Yokokei Shichiburi in einem durch. Jo, bereit machen, Shisentai, wir gehen leicht in die Knie, die linke Hand ist an der Tsuba und fixiert die Tsuba, die rechte Hand ist auf Bauchhöhe. Bato! Men! Geh dann Yokokei Shichiburi und zurück. Men! Gerne zeige ich es dir auch von der Seite. Men! Men! Bei Shōmen-giri von der Seite gezeigt, beachte, dass du nicht die Arme überstreckst, sondern diese leicht gerundet sind. Die Schwertspitze ist auf Kinnhöhe, wie du hier siehst. Men! Achte darauf, dass du nicht von der Seite kommst. Bei dieser enormen Wucht, was hier bei diesem Schnitt passiert, kann es dir passieren, dass dein Daumen sonst gehebelt wird hier. Wie du hier siehst, würdest du das Schwert verlieren. Wichtig ist der Schwertgriff von oben. Men! Genauso, wenn wir gezogen haben, wir bereiten uns jetzt vor, wir machen ein Hikiashi zurück. Und jetzt, dass wir wieder in der richtigen Distanz sind, werden wir nach vorne gleiten mit einem Okuriashi. Men! Dann sind wir wieder genau in der Position, wo wir sein wollen. Warum genau in der Position? Ich starte von hier, bewege mich ja zurück, bin jetzt außer der Reichweite meines Gegners, deswegen gleite ich jetzt wieder nach vor, Men! Und schneide genau in die Höhe und schneide genau in Kinnhöhe. Noch einmal genau vorgezeigt, dass du es noch genau mitschauen kannst. Men! Men! Und leider ist das Video schon wieder vorbei. Wenn du Fragen oder Wünsche hast, schreib es bitte unten in die Kommentare. Sonst bitte gib uns einen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, dass du keine unserer Videos versäumst. Ich werde dir, dass du noch tiefer in die Materie eindringen kannst, rechts oben andere Videos verlinken, die für diese Technik für Shōmen-giri wichtig sind. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Arigato gozaimashita.